Jai Sachidanand, everyone. Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Alright, over. Namo Vitragai, Namo Rihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasahunam. Eso Panch Namokaro Sava Pavapanashano, Mangalanam Chisavvesim Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, everyone. Uwe is with us from India, Simandhar City. So and this is the satsang we are starting now on uh, December 16th of 2012. So I give you our dear Mahatma Uwe, who has been staying awake. All right, over your video is paused. Over. Over. My video is paused. Yeah, turn on your video. My video is paused because I went off the FaceTime. No, it's only the video, right? There you are. Okay. Yeah, go ahead. Over, you're on. I know this is. I'll turn off some lights. Go on. Over. So here we go. Jai Sachidanand. Now we start with the three mantra. Yes. We did that together, right? Yeah. But you start with the three mantra, but you're very dark. Oh, okay, that's better. The lights in your room. Okay, that's good. Now you're fine. Over. So over is in. Yeah. Go You on. can sing with Okay. the group later on with the caps. All right. Okay. So you go ahead and tell the group about what's going on in India. You can just say it in German if you need to, and then I'll catch up with you later. Okay. So Jai Sachidanand nach Deutschland. Herzensgrüße von Simandhar City, der Stadt des Bliss, Glückseligkeit, Freude, was auch immer. Ich nenne es immer einen Abflughafen nach Mahavira. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schönes Gefühl und eine ganz besondere Qualität, hier zu sein. Und ich freue mich für all diejenigen, die kommen werden in den nächsten Tagen. Das sind ja schon neben Uwe die Vorhut, die Petronilla, die diese Tage gekommen ist, und heute Morgen ist die Väter gekommen, und die nächsten Tage rudelt dann so langsam immer mehr ein. Am 21. kommt der größte Schwung, und ich kann euch sagen, dass es ein wunderschönes Geschenk ist, einfach hier anzukommen. Als ich in Ahmedabad gelandet bin und am Flughafen aus der Tür rauskam und die Menschen sah, die da standen, und die Atmosphäre fühlte, den Duft wahrnahm, die Geräuschkulisse wahrnahm. Es war einfach ein Gefühl, wie nach Hause kommen, und dann im Taxi zu sitzen, durch die Nacht zu fahren und einfach zu spüren, mit jedem Meter, den du näher kommst zum Simandhar City und zum Tempel, ist es wirklich ein Gefühl von ja, wie wenn du von einer langen Reise nach Hause kommst. Und wenn du dann durchs Tor fährst, durch das Gate, und der Fahrer dann reinfährt in Simandhar City, und dann ist es so, wie wenn das Tor, das sich hinter dir schließt, es ist wirklich so, wie wenn sich das Tor auf der relativen Ebene sozusagen wirklich verändert, und du, noch während du im Taxi sitzt, kommst du einfach in einen ganz anderen Space. Also wahrlich, das sind nur ein paar Meter, also von der rein relativen Ebene ein paar Meter, die du mit dem Auto da reinfährst, aber sobald du über diese Schwelle des Gates gefahren bist, ist wirklich die Atmosphäre eine komplett andere. Man kann das gar nicht richtig erklären. Es ist auf einer gewissen Ebene mystisch und trotzdem einfach auch sehr natürlich. Also ihr merkt, es gibt da gar keine richtigen Worte, aber es ist sehr spannend. Und dann eben anzukommen und am nächsten Morgen in den Tempel zu gehen und Mahatmas zu treffen. Und wer
immer dir begegnet. Es ist einfach so, dass jeder dir begegnet mit dieser Qualität von Jai Satchidanand. Und das ist einfach das Normalste hier. Jeder, der hier läuft, ist in diesem Bewusstsein, in dieser Qualität. Und das hat einfach ein sehr berührendes, sehr außergewöhnliches Miteinander. Und dann ist es natürlich so, wenn du in den Tempel kommst und dort den Lord begrüßt und wirklich dahin kommst, das ist dann so das ultimative Zuhause ankommen. Und selbst wenn du noch nicht so viel Bezug hast zu Simandhar, es ist so spürbar und so fühlbar, dass es ganz, ganz berührend ist. Und ich spüre gerade, wenn ich das erzähle, ich freue mich so riesig für diejenigen, die das erleben werden. Egal wie sie es erfahren werden, ich weiß einfach, es wird zumindest ein sehr beeindruckender Moment sein. Ja, und dann war ich eben angekommen und am Morgen natürlich bei dem Shudas, in Shudas Wohnung, wofür die Niroma lebte und die niemand zu Hause ist, im Moment willkommen geheißen und von all den Nachbarn und Freunden, die da drumherum wohnen. Es war einfach ein herzliches Willkommen und ein schönes Wiedersehen. Und war dann im Satsang und bin dann logischerweise im Tempel gewesen vorher war. Und dann war noch das schöne Geschenk an dem Morgen, wurde noch mit dem Lastwagen sozusagen angehalten vor dem Tempel. Da war nämlich ein großer Simandhar, der in den neuen Tempel, der in Morbi gebaut wird, dort hingebracht wird. Und dieser Simandhar, der stand quasi auf dem LKW und wurde sozusagen, wurde schon verladen, war schon auf der Strecke von da, wo er kommt, wo er hergestellt wurde, über Simandhar City, ist er nach Morbi gekommen. Und da stand dann eben vor der Tür an der Autobahn sozusagen und da wurde ein großes Fest gemacht, da wurde gesungen, da wurde Simandhar geehrt, er wurde gewaschen, es wurden Rosen gegeben und man konnte Darshan haben mit ihm und es war so ein besonderes Geschenk, dann diesen dort zu treffen, der quasi auf der Durchreise war zum nächsten Tempel und der viele Tausende von Menschen in der nahen Zeit berühren wird durch seine Präsenz. Also es war sehr, sehr spannend, das einfach zu erfahren und vielleicht den Darshan von dem Lord zu haben und dann auch die ganzen Leute zu treffen. Die haben dann Gaba getanzt und neben der Autobahn, da fuhren die Leute vorbei, es wurde gehupt und es war ein Theater und trotzdem wurde Gaba getanzt, die größte Freude ausgedrückt. Und gleichzeitig war da der Lord. Also es war so teilweise surreal auf einer gewissen Ebene und trotzdem sehr besonders. Also ihr merkt schon, es ist sehr spannend alles hier. Und dann war Deepak war ja nicht da am Anfang, weil er an dem Wochenende noch in Weisheit war und dann Vidi gegeben hat unter der Woche sogar noch. Und er kam am Mittwochabend, glaube ich. Dann bin ich gekommen, am Montag bin ich geflogen, Dienstag war ich hier. Donnerstagabend kam dann der Gnani. Und dann war Freitag, also am Donnerstagabend kam er an, plötzlich wurde überall gesungen, ganz laut und da wusste ich, irgendwas ist passiert. Und dann kam er quasi vorne zum Tor rein, dann da wo wir leben, die meisten von euch sitzen in der Nähe von Vatsalya, wo der Gnani liegt. Und dann wusste ich, er muss gekommen sein oder irgendwas ist auf jeden Fall. Und dann bin ich vor, aber da war er dann leider schon im Haus. Aber machte nichts, am nächsten Morgen gab es einen Live-Satsang, sozusagen. Die ganze Zeit gab es nur Satsang mit Videos. Und so war er dann am Morgen um 8 Uhr da, hat den Live-Satsang gemacht am Freitagmorgen. Und es war auch ein sehr besonderer Moment. Und als ich dann im Raum war, die Petronella war ja auch da und 2, 3 andere Englischsprechende, die Mochi aus Spanien, dann war plötzlich stand ein Deutscher neben uns. Aus dem Nichts kam ein Deutscher, der noch keinen Gnani genommen hatte, sondern der angezogen war
durch seinen Schwiegervater, dessen Sohn eine Inderin geheiratet hat vor kurzem und der in Bombay war. Und sein Schwiegervater ist wohl in der Wissenschaft und ist eben hierher gefahren und hat ihn mitgebracht mit seiner Frau. Und dann waren sie einen Tag da zum Satsang mit Gnani Purush. So sehr berührend auch. Da wird wohl nach Oberstdorf kommen, also ganz süß. Ja, und dann haben wir den Gnani kurz gesehen. Der hat Hallo gesagt, Grüße nach Deutschland gesandt an alle, die daheim sind. Und er freut sich auf alle, die kommen. Und das ist wirklich so, dass ich, wo immer ich hinkomme, überall erstmal nach euch allen gefragt wird, wo ist Nada, wo ist Mario und Katja, wo sind die alle, wann kommen die, Susanne, wo sind die? Und dann sage ich, die kommen jetzt alle nach und nach an. Und sie freuen sich riesig auf uns und dass wir auch so eine große Gruppe sind. Das sind ja alle die ja, so viel und so toll und das ist alles alle wirklich speziell. Und ja, und so ist also so, dass man, es vergeht kein Tag, dass ich nicht irgendjemand auf dem Spazierweg oder was heißt von einem Meeting zum anderen Weg treffe, der mich nicht zum Tee einlädt und sagt, ich muss da reinkommen, ich kann gar nicht alles annehmen, weil es gar nicht geht. Also ihr müsst kommen und mir helfen, die Tees zu trinken, die überall angeboten wird. Ja, also ich kann es jedem, der es für dieses Jahr nicht mehr schafft oder planen kann, einfach ans Herz legen. Lass es mal in deinem Herzen wirken. Plane es einmal ein, dass du hier in Simandhar City bist und hab einfach nur mal den Fokus drauf, dass du das machen magst. Vielleicht nächstes Jahr zu Parayan. Es ist ohne Worte und ein tolles Geschenk. Ich bin sicher, ihr werdet von diesem Feedback, wie jetzt das, was Uwe gerade geschert hat, noch vieles von den anderen hören. Am nächsten Wochenende, wenn wir Satsang haben. Im nächsten ist ja, glaube ich, keiner. Das ist der 23. glaube ich. Aber dann am 30. werdet ihr das von denen hören, die hier sind. Also das ist sehr beeindruckend. Und die nächste Woche kommen oder die Tage, ich hoffe, die Vorfreude ist größer geworden. Das Feuer noch mehr entfacht. Und ich freue mich auch sehr auf euch. Also wirklich, es fühlt sich auch alles total spannend an. Der Gnani war am Freitag beim Satsang und hat dann gesagt, er ist jetzt eine Woche weg, an einem geheimen Ort, keiner weiß es, um sich vorzubereiten für Parayan, um Abdavani nochmal zu lesen und alle anderen Sachen zu machen, die er da machen möchte. Und dass er quasi sich selber vorbereitet auf diesen wunderbaren Event. Und er hat auch gesagt, er selbst freut sich sehr, weil die Wissenschaft ist toll. Er hat auch erzählt, dass das Abdavani 14 übersetzt ist, ein ganz neues Buch. Und hat darüber berichtet, über die Zustände des Selbstes und die Ebenen der Seele und wie das Ganze vorwärts geht und was da alles ist. Also allein von seiner Erzählung von diesem Buch ist der Uwe extrem gespannt, dieses Buch bald in Deutschland zu haben, beziehungsweise in den Händen zu haben und dann als nächstes Projekt von all den vielen, die wir noch offen haben, dieses Abdavani 14 zu übersetzen. Also Prinzip auch sehr, sehr, sehr interessant. Yeah, should I could continue forever, but I don't want to... just continue. That's fine. That's fine. It's so good to hear your voice from there. It's like it feels like you're getting all the energy from the Lord and pushing it in the West, and it's reaching America too. Not only is going to so it's it's wonderful. I was just sharing all the experiences that Uwe had in the beginning when he entered when he entered the ground in Ahmedabad, when he was sitting in the taxi and driving to Simandhar City and entering the gate and feeling home. And it is, there are no words for that. I mean, how do I need to tell you that? But anyway, it's like it's an amazing experience. Und vielleicht auch für euch auch so, es sind so viele schöne Begegnungen, die hier passieren, aus dem Javascript heraus, aus dem sich bedingenden Umstand heraus, dass mir Menschen begegnen, die mir einfach von Dada erzählen und die Tränen in den Augen haben, wenn du fühlst die totale
die totale Dankbarkeit, die Glückseligkeit, das Gefühl, dass da überhaupt da war oder da ist. Es ist ja nicht so, dass er weg ist, es ist ja nur das physische Teil ist nicht mehr da, aber dass sie das kennenlernen durften, dass sie mit dabei sind, dass sie diese Gnade haben, diesen Weg zu gehen und dass sie, da ist so von allen, da laufen manchmal wirklich Tränen auch beim Gespräch, dass sie das jedem wünschen, dass da so ein Herzenswunsch ist von jedem Mahatma, dass alle dieser Welt das erfahren. Und insbesondere auch im Hinblick auf dieses schreckliche Unglück, was da jetzt gerade in Amerika passiert ist mit diesem Massaker und diesem Umstand, der da eben geschehen ist, wo viele Sachen, wo es sicherlich schmerzlich sind, dass Kinder umgekommen sind und die Erwachsenen und überhaupt all diese ganzen und da sind Kinder im Auto und smiling und genau das können manche Familien vielleicht jetzt nicht mehr haben. Uwe, I'm coming back. Yeah. So I'm back now. Yeah, you're back. So was also die Situation ist, dass einfach, wenn man das sieht, diese Tragödie, die da ist und der Hype, der damit natürlich auch gemacht wird und so schlimm das ist und so schmerzhaft das ist und da ist großes Mitgefühl hier für alle Beteiligten, die da mit involviert sind oder die sich darüber jetzt Gedanken machen auf der ganzen Welt, in Amerika, alle Eltern, die halt unter Schock stehen, so eine Situation zu erleben. Zum einen hat es natürlich dieses Gefühl auf der relativen Ebene, auf der anderen Seite hier, ich kann es nur einfach für den hier sagen, ein so tiefes Gefühl von Verstehen, dass auch das nur, und so hart es ist, einfach nur Ausdruck von Javastit ist und von sich bedingenden Umständen und wir die Zusammenhänge nicht kennen, wie die Kinder mit den jungen Menschen zusammen waren und wie der Kontakt war und wie sich hier irgendwo das Karma discharged und gleichzeitig auch, was das für einen Effekt hat auf einer größeren Ebene bei allem Schmerz, der da ist, für die Angehörigen und für all die Menschen, bringt es auch viele an einen Punkt, vielleicht über bestimmte Dinge neu nachzudenken, vielleicht bringt es einfach auch Menschen dazu, ihre Liebsten nochmal viel mehr ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen und es nicht alles für selbstverständlich zu nehmen. Es hat so viel Wirkung, und wenn man das aus der Sicht von Gnaden betrachtet, ist es ein Segen. Bei allem Schmerz, der damit auch einhergeht für alle Leute, den man sehen kann, man bleibt in Gnaden, man bleibt in den 5 Agnas und man kann das beobachten als Wissender und Sehender und gleichzeitig aber auch sehen, was für ein möglicherweise wunderbarer Nutzen aus der ganzen Tragödie entstehen kann. Denn ganz viele Menschen kommen vielleicht sich jetzt viel, viel näher durch diesen Umstand, obwohl gerade was Schlimmes passiert ist. Und es ist einfach unter dem Konglomerat der ganzen Ideen mit 2012 und 21.12. und da. Es ist so spannend, was da gerade alles passiert. Und ich freue mich riesig auf das, was sich entfaltet. Und bin dankbar ohne Ende, jenseits aller Worte, dass ich hier sitzen darf und dass mir die Gnade zuteil wurde, diesen wunderbaren Weg überhaupt kennenzulernen, diese Wissenschaft kennenzulernen. Und da bin ich sehr dankbar, dass Nada dieses E-Mail geschickt hat und das auslösen durfte. Und ich freue mich sehr, mit euch allen einfach in dem Team zu sein, das weiterzubringen und ganz vielen Menschen einfach zu offenbaren, dass es das gibt. Was immer sie daraus machen, ist ihre Entscheidung, aber es einfach ihnen zu zeigen. Ich kann nur sagen, es ist berührend, es ist beyond. Der Gnani hat dann im Satsang am Freitag auch wunderbar nochmal erläutert, wer wir wirklich sind und uns immer wieder erinnert in dem Satsang auf die Fragen. Da gab es ein Couple, das ein Thema miteinander hatte und er hat einfach irgendwann nur wieder eins gesagt, wer erlebt es, wer erlebt den Schmerz, wer erlebt den Discharge und wer bist du? Und
bleib in den 5 Agnas, egal wie schlimm es ist, egal wie hart es sich ausdrückt. Und wenn der andere das Gleiche am nächsten Tag wieder macht, bleib in den 5 Agnas, es ist dein Discharge, sonst nicht. Und zwar nur der sich sowieso entfalten muss. Und du bist Islam, du bist jenseits von all dem. Du bist so beyond, wie du überhaupt nur beyond sein kannst. Und deshalb eine Gnade, ohne Worte, eine Gnade. Und besondere Gnade hier zu sein, und speziell jetzt auch in den Tagen von ein paar Jahren. Heute hat es begonnen, heute fangen die Autos an ranzukommen und du siehst, es werden mehr und mehr Menschen sind hier und bewegen sich. Also es geht jetzt von Tag zu Tag los. Die Leute kommen, es wird sein, das Zelt fast, glaube ich, 10.000 oder 15.000 Menschen. Ich habe es noch gar nicht gesehen, soweit bin ich noch gar nicht gekommen, außer Tempel, Meetings und Lima und hier mein Wohnplatz. Viel weiter ist er unerhört gekommen, aber macht auch nichts. Es werden 15.000 Menschen erwartet und ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, aber es wird einfach riesig. Ja. Also wenn ich noch nicht selber hier wäre, ich würde selber jetzt losfliegen. Okay, so, what else? I think that's it. Und Schlafmatten habe ich euch gefunden, das habe ich euch schon erzählt. Sie sind zwar nicht Tempur, aber sie sind recht gut vergleichsweise zu den harten Matratzen. Also zumindest eine gute Möglichkeit. Wer noch keine bestellt haben mag von denen, die kommen und noch welche möchte, kann es tun. Also die sind auf jeden Fall eine Erleichterung in deinem Leben für deinen Rücken. Außer du liebst das Atmen. Alright, Shuddha. Okay. I just want to give you just briefly summarize. I was just sharing a little bit about the tragedy that happens in the States, and also I shared that the Gnani came on Thursday evening, and we had a live satsang on Friday morning. Before he was not here because he was in Valsad and did the Gnani, and afterwards he's also not here. He went again on Friday on a secret place to prepare himself for Parayan, so he's not here. He doesn't want to be disturbed, so he wants to really prepare himself for the Parayan. So he was there on Friday, did the morning satsang, and was upstairs in the temple, and you know, him around, and then he was going again. And I just shared it was a beautiful satsang, and he was just emphasizing again and again and again and again that we are not the doers, the yavas, is just happening, whatever happens, whatever the suffering is or the discharge is, see it, be knower and seer, let the Prakriti, the 5-1, do Pratikaman, but you stay totally separate and be the knower and seer, and you are so beyond, you are so far away, so that's separate, this is who you really are. And he emphasized a lot that we keep that in mind, that we really use the 5 Akras and see the pure soul in everyone and in every situation. And I just shared about the tragedy that even though this is a real tough situation for all of us, and especially for the people who were involved there, and the family members, and I think all Americans and all parents, so to say, or grandparents, when they're looking on their grandchild, says, you know how it feels. It's a tragedy and a very hard creation, but on the other hand, it is, as we all know, it's Yavastit, and we don't know the connection and the karma files between all of them, but it's also Yes, Katya calling me, I suppose. Okay. All right. Yeah. Okay. Yeah. Right. Thank you, Uwe. Yeah. I don't know why that was Katya calling me. She wants to stop my mouth. No. All right. No, that's fine. Everything is. Yes. It's just a minute. Yeah. Yeah. I know. Okay. That's not a problem.
That was on my iPhone too. It started. Okay, so over. So we'll start So satsang. now what I'm not going to say, so it's just an introduction for you for the satsang. It's like everything that happens is just unfolding. And also we don't know what the outcome is. In the moment it's a tragedy and it's pain, but also people get closer to their kids. They take more awareness in the daily life situation. So there are so many other things that unfold out of that, so to speak, negative experience. There might be also coming total different outcomes out of that. So when we see the bigger picture, it is just happening, scientific circumstantial evidences, and we are in that amazing grace of the Gnani that we know who we are, and that's what we want to share with the world. Okay, thank you. Okay, oh, thank you. Have a great satsang. Thank you. I will say go on the online here and until the body goes. Alright, Shuddhatma Bhagwan, yeah. Right. Alright, so I will end with you here. Yes. Okay. And we will start with Katya. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan, everyone. Yeah, let me just, Katya is there, so I'll call Katya. Katya? 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 Jai Sachidanand Sudha. Yeah, Jai Sachidanand. Can you hear? Yeah, yes. Ruediger, hold on a second. I just have to. Jai Sachidanand. Alright, are you ready, Katya? Who's translating? Yeah, Ruediger is translating. Alright, so is he on? He is on. Yes, hey, Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Alright, so let's. Okay, so Katya, your team, do you want to sing the three mantra? Please, let's start with the three mantra, okay? Yes, wonderful idea. Nada, Grit, Ruediger and Katya singing the three mantra now with every German Mahatma. Alright, good. Namo Vitragai, Namo Rihantaram, Namo Sittanam, Namo Ayariya, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasavnam, Eso Anshanamukaro, Savakawapanashano, Mangalanam Chasavesim, Paramam Havare Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasavnam, Eso Anshanamukaro, Savakawapanashano, Mangalanam Chasavesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasavnam, Eso Anshanamukaro, Savakawapanashano,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Beautiful, very beautiful. We rendered three mantra. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to all the Mahatmas. Jai Satchidanand, höchste Erbietungen an alle Mahatmas. Susanne, Helma, Susanne in Berlin, Marion, Ruediger, Gottfried, Swenja, Francisca, Andrea, Gabriele. શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમારી બધાની અંદર રહેલા પરમાત્માને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. I bow to the absolutely enlightened one who lives within you with a deep sense of devotion. Ich verneige mich vor dem, ja, das habe ich total vergessen, total irritiert von dem. Entschuldigung, okay. Also, er verneigt sich vor dem ewiglichen Teil in uns. Jai Satchidanand. Yeah, when it comes to doing namaskars to God, to Ruediger, it's easy to accept. But when somebody is doing namaskars to the eternal one within us, that's a new one, is it not? Wenn jemand Ehrerbietungen macht an Ruediger, dann ist es vielleicht leicht zu akzeptieren, aber wenn jemand Ehrerbietungen macht an den ewigen Teil in uns, das ist neu für uns. Where the ego is so hungry, life after life, that it wants other people to do namaskars to it. Do namaskars to me, to me. Now to me. Das Ego ist so hungrig, Leben für Leben, dass es möchte, dass jemand uns Ehrerbietung erbringt. Also gib mir die Ehrerbietung. Little does the other person know that the namaskar directions have totally reversed. The one who used to refuse to do namaskars to others or anyone is now turning back and doing namaskars to the Paramatma, the Absolute One within only. Also die Richtung der Ehrerbietung kehrt sich total um. Der vorher sich geweigert hat, Ehrerbietung zu erbringen, der ist jetzt derjenige, der Ehrerbietung macht an den ewigen Teil. Yeah, and when the ego will completely stop expecting any namaskars, any kind of an acknowledgement from other human beings, then the Absolute One will rise with beautiful glory within. Wenn das Ego aufgehört hat, irgendwelche Erwartungen zu haben an irgendwelche Anerkennungen, dann wird die Energie des ewigen Teils ansteigen. The entire essence of higher level satsangs, higher level understanding is to really focus on this hunger of the ego. Die Essenz von Satsangs auf einer höheren Ebene ist, auf diesen Hunger vom Ego sich mal zu richten. Apart from the gross hungers and the obvious hungers, the physical hungers, the subtle hungers begin, you see. Jenseits von diesen groben und offensichtlichen Hunger, den das Ego hat, gibt es diese sehr subtilen Bedürfnisse oder Hunger des Egos. The subtle hungers are the one that come into the physical reality as gross and obvious hungers.
Die subtilen Hunger des Egos kommen in die physische Realität als grobe und offensichtliche Hunger des Egos. Subtle, unfulfilled hunger of pride continues to be carried from a previous life, and it expresses again with more, wanting more and more, the validation of I am somebody and my view is correct. Der subtile Hunger des Egos von Stolz zum Beispiel, der getragen wurde aus dem vergangenen Leben in dieses Leben, drückt sich aus als Stolz wieder oder als Bedürfnis gesehen zu werden oder anerkannt zu werden als ich bin jemand. Most of the ignorant, Gnani people, ignorant, Gnani without the awareness of the awakened one, have zero idea of and zero perception, zero experience of the subtle hunger. They are so absorbed in the complications of the overt or the evident or the open hungers. Die meisten oder alle, die im unwissenden Zustand sind, die keinen Gnan haben, haben überhaupt keine Idee oder kein Gefühl davon, von diesem subtilen Hunger des Egos. Die sind total absorbiert in diesen groben, weltlichen Verstrickungen. And when Satsang of the Akram Vignani, the Gnani Purush Dadashri begins, he really has lifted up his Mahatmas away from the evident or the gross ego, that which is evident in action or in speech or in behavior. He has lifted them up from that, and he makes them see the subtle hungers that lie within the Mahatmas. Wenn der Satsang des Akram Vignan beginnt, dann werden wir angehoben weg von diesem groben Ego-Hunger hinzuschauen auf diese sehr subtilen Ego-Hunger. So, in other words, the conduct that is openly greedy, openly evident to all the others with reference to greed for pride. Oder in anderen Worten, diese Fehler, die so offensichtlich sind, Gier und Stolz. Yeah, it's the hunger for pride rather than the greed, because greed is a very dangerous word. Greed means there is no end to something. It just continues. But let's just call it hunger for pride. Gier ist ein sehr, ein bisschen gefährliches Wort, weil es gibt kein Ende nach Gier. Gier geht immer weiter. Also nennen wir es jetzt mal Hunger auf Stolz. The hunger for pride and appreciation and acceptance. Accept me for who I am. That kind of acceptance. Please accept me. Please listen to me. That at a very subtle level is a hunger for pride. Dieser Hunger nach Stolz oder nach Anerkennung oder nach einfach Akzeptanz gesehen werden. Akzeptiere mich als der ich bin. Das ist ein sehr subtiler Hunger nach Stolz. You see, and this hunger for pride, if either somebody is exclusively hungry for pride, and that is the subtle reactions that he has brought
forth from past life. That is the subtle problem, subtle knot that exists within him, and that is been brought from past life. Dieser subtile Hunger nach Stolz, nach Anerkennung, wurde aus dem letzten Leben mitgebracht. Es ist ein ganz subtiler Knoten, der aus dem letzten Leben hier jetzt mitgebracht wurde. And it may manifest openly, where all he cares about is appreciation in the public, appreciation, other people noticing him, being the leader, being in the driver's seat. Und es mag sich sehr, sehr offensichtlich ausdrücken als Bedürfnis gesehen zu werden, derjenige zu sein, der die Kontrolle hat, Macht hat. Yeah, so it may be such kind of hunger for pride that is coming out obviously and visible to others. It is easy to recognize and perhaps easy to get rid of also. Es kann sein, dass es diese Art von Stolz ist, von Hunger nach Stolz, der sich so ausdrückt, der ist sehr leicht zu erkennen, sehr offensichtlich. But then there is another much more dangerous hunger for pride, which is associated with deceit, deception related, you see. Und der erste, also was ich vergessen habe zu übersetzen, der erste Teil ist vielleicht auch leicht, den loszuwerden. Und es gibt einen anderen Teil von Hunger, der assoziiert ist mit Täuschung. This is so subtle that such a person generally does not let it be seen that he is hungry for appreciation. Other people cannot quickly see such hunger of his. But diese Art ist sehr subtil. Also es ist eine Art Täuschung, die ist so subtil, dass andere gar nicht erkennen den Hunger nach Stolz, der da drunter liegt. But he is deceitfully manipulating through others, so that the end result will be like a remote control, where other people will come and appreciate him. But his every activity is generated at a subtle level to get everybody to say, "Wow, Ruediger, you're such a wonderful man. You did such a beautiful thing." So. Und diese Täuschung ist sehr subtil und sehr trickreich, versucht derjenige, die anderen so zu beeindrucken, auf eine sehr feine, subtile Art, wie mit einer Fernbedienung, dass die dann sagen, wow, Ruediger, du bist aber echt ein Toller. And you see, so those things are subtle. The deception is like, let me give you a simple example of this deceit for pride. Also das ist sehr subtil, sehr, sehr fein. Und ich gebe euch jetzt ein einfaches Beispiel für diese Täuschung und Täuschung in Richtung Stolz. Let me give you a simple example. Say, I'll give you a practical example. Say, listening to Shuddha, 5 or 6 or 7 people get very impressed in Satsang. See? Sagen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel. Indem sie Shuddha zuhören, werden 5, 6 Leute sind sehr beeindruckt von dem, was Shuddha sagt. And if Shuddha was interested in getting appreciated more and more like this, then what he will, and if he was in a doership mode, then what he will do in essence is, will in externally he'll say, this is all grace of Dada, this is all grace of Dada, but inside all his manipulations are in such a way that people around will finally keep telling others that Shuddha is doing great satsang, Shuddha is doing great satsang, and somebody then, what is Shuddha's goal here? He wants...
Yeah. Wenn jemand, also wenn Shuddha jetzt hier auf diese Weise versucht, Anerkennung zu erhaschen, dann würde er vielleicht nach außen hin sagen, das ist alles die Gnade von Dada, die durch mich spricht, aber er wird auch innerlich sehr fein versuchen, auf die Weise zu argumentieren und zu erreichen, dass alle anderen sagen, der Shuddha, der macht so tolle Satsangs. And so what he does is, essentially he would like his people who listen to him to somehow get back to Deepak Bhai, and through them let them tell Deepak Bhai that Shuddha is doing great satsang, we would like to continue to listen to Shuddha, you see. And so er versucht dann zu erreichen, dass die Leute dann zu Deepak Bhai gehen und sagen, der Shuddha, der macht so tolle Satsangs, wir möchten weiter die Satsangs von Shuddha hören. So then he has an end point. He says that, if Deepak Bhai appreciates what I do, then I have made it. You see, in other words, now he has jumped the Mahatmas who are listening to him or other people, and he wants to come under the appreciation of somebody that he places higher up. See, in other words, this is the nature of pride. The pride in Also Shuddha wird dann versuchen, die Mahatmas sozusagen zu benutzen, und er wird, um Deepak Bhai zu erreichen, weil er glaubt, wenn er von Deepak Bhai die Anerkennung hat, dann hat er es geschafft. Er versucht also, die Anerkennung von jemandem zu bekommen, den er höher ansieht. Or even if it's not Deepak Bhai, in his mind there are 5 or 6 people in the world whose appreciation he wants. And wenn es nicht Deepak Bhai ist, dann gibt es vielleicht 4, 5 Menschen auf der Welt, deren Anerkennung er möchte. And so then his motivations, his entire motivations for months and months is directed towards it, but deep down inside, and if the appreciation doesn't come, he may work even harder to get that kind of appreciation. But the whole thing goes like watering a field that is not where you have your real seeds, but the watering somebody else's farm, is it not? Und das geht alles in die Richtung, jetzt habe ich die Hälfte vergessen. Yeah, in other words, auf jeden Fall, es geht darum, im Endeffekt wird die Farm von jemand anderem gegossen im bildlichen Sinne. Also er versucht, die Anerkennung zu erhaschen, aber was er im Endeffekt macht, ist im Bild gesprochen die Farm von jemand anderem zu fressen. This hunger for pride needs to be looked at from the root, from the very core, from the bottom. Der Hunger nach Stolz, den muss man mal anschauen an der Wurzel, den muss man angreifen an der Wurzel von der Grundlage auf, vom Grund auf. Shuddha is currently interested in satsang, so that is why he wants to excel in satsang, right? Excel in satsang. So that's the problem. You again, if I want, in other words, also Shuddha ist gegenwärtig in Satsang interessiert, und deswegen will er im Satsang jemanden übertreffen oder ausstechen, hervorragend sein. Excel or excellence or excel is only through ego, you see, it cannot be through anything else. Also so dieser Level von herausragend sein, es ist immer vom Ego. The magnificent view of the doer in front is only known by the blissful one, see.
the doer, in other words, all of this that was described about Shuddha in terms of his wanting to move in the direction of the hunger for pride is all going to be lost if it is done with I am the doer. See? Diese Sicht des handelnden Sein, die habe ich nur, wenn ich in der Position der reinen Seele bin. Und dieses alles, was wir jetzt besprochen haben, dieser Hunger und dieses Übertreffen wollen, das verliert sich in dieser Sicht des Handelnden. Yes. About 20 years ago, when I first recorded an audio book of our Gnani Purush in Gujarati, I loved it so much. I thought it was so beautiful. But I also was aware that it was my voice that was going through in this book. And it gave me a sense of pleasure to listen to it over and over again. Vor 20 Jahren hatte ich mal so ein Audiobuch aufgenommen von einem Buch von Dadashri und ich habe das so genossen und ich fand es so wunderschön und habe das immer wieder angehört, aber mit dem Bewusstsein, es ist meine Stimme, die da drauf ist. Und ich fand es so wunderschön. Yeah, but you see, it was that energy, that was the doer. I was not at this level of awareness. Das war diese Sicht, ich war damals nicht in diesem Gewahrsein. Es war immer noch dieser handelnde Modus. In addition to the voice of Shuddha, what was carried through was the beautiful message of the Gnani Purush in audio, and those were the first few Gujarati audiobooks that came out, and people who listened to it were very pleased, and they thought it was very beneficial to them for various reasons. Und durch diese Stimme von Shuddha wurden aber diese wunderbaren Worte von Dadashri auch vermittelt. Und die Menschen, die das gehört haben, die fanden es sehr schön und sehr hilfreich aus verschiedenen Gründen. And then I'll tell you what happened. I then happened to record the Apta Sutra, which is this these special sentences of the Gnani Purush, more than 3,000 of them, and each one of them 3 times each in Shuddha's voice. I recorded them. Und was ich dann gemacht habe, was dann passiert ist, ich habe diese Apta Sutras, diese Sprüche von Dadashri, diese kurzen Sprüche, habe die aufgenommen, 3.000 Stück davon, und jeden Spruch 3-mal. And as I was recording them, something new started happening from within, which is we became more aware of the beauty of the knowledge, as if Dada was lifting Shuddha up, lifting him up. And während ich das aufgenommen habe, ist was Schönes passiert. Ich wurde so ein Stück angehoben und habe erkannt, diese Weisheiten, diese wunderschönen Worte und was da transportiert wurde über dann nur noch die Stimme von Shuddha. And so then the energy changed inside. It didn't really matter whether anyone got to listen to it. It was enough if I could just do it. So it was not for me to decide who and how so many audiobooks in Gujarati would get distributed, you see. Und die Energie hat sich dann total verändert. Ich habe das einfach nur noch genossen, das zu machen, und es war total egal, wie viel von diesen Audiobooks dann verteilt oder verkauft wurden, Yes. wer das hört oder And egal. Then of course I placed it on the web, on the Dadashri website. I uploaded them so that I didn't have to worry about
making copies or giving it to anyone, and people started getting it from there, and it really Dann didn't. habe ich das hochgeladen im Internet, weil dann musste ich mich nicht drum kümmern, es zu verteilen oder irgendwie in Umlauf zu bringen, so dass die Menschen es dort bekommen konnten. And then it really didn't matter, even if somebody would say it's very beautiful. I was aware of the beauty. Immediately I would become aware of the beauty of the Gnani, rather than anything in terms of a sense of doership that I did it, and there was the compliments didn't really matter as far as the issue of the audio books was concerned, you see. Dann war es auch in deinem Mal auch nicht mehr so wichtig. Also dann wurden die Komplimente, es war egal, ob Komplimente kamen oder nicht, im Gegensatz zu diesen Audiobooks, die damals auf CDs noch waren. The book of the Apta Sutra is magnificent. It is the total collection of the Gnan of our Gnani Purush Dadashri. It's the total the knowledge of Akram Vignan. So dieses Buch von den Apta Sutras ist so wunderbar. Es ist die komplette, allumfassende das Wissen von Akram Vignan. And so how can you not receive and share those words without it really doing something for your own self? I mean, this is the whole point. I mean, it just automatically just has to lift you up. You're not just reading it, you are reading it in such a way that there is no reader left in it. While wie kommen wir dahin, dass diese wunderbaren Worte einfach durch uns durchgehen und es dich so anhebt, dass es keinen Lesenden mehr gibt. And so I know we're short of time, but here we want to just finish the Deceit. So initially the Deceit of Shuddha was to make those cassettes recordings on 90 minutes and make a whole bunch of it, and had even a machine that could make so many at Shuddha's expense and give it to people, you see. And that was anfänglich war so diese Täuschung nach dir auch wie Shuddha jetzt diese ganzen Kassetten gemacht hat und auf seine eigenen Kosten da so viele produziert hat und sie weggegeben hat. So yes, it started with the hunger for validation of the pride of I did it. It's very beautiful. Und es hat angefangen mit diesem Hunger nach Anerkennung, nach Stolz. Ich hab's gemacht. And then the I did it vanished, and it's very beautiful, remains and continues to shine. See. Und dieses Ich hab's gemacht, ich bin der Handelnde davon, ist weggegangen. Und was geblieben ist die Schönheit. Ist Teil. Yeah. So then that was an example of deceit in pride. The deception is to quietly give it to Mahatmas, but never had the energy or the courage to tell Niruma, I want you to share my audio books. I could never tell her, I could never come to her and tell her, Niruma, please share my audio books because they're very beautiful. There wasn't a question of my not being convinced that they were very beautiful. Es war dann so, dass ich diese ganzen Audiobooks gemacht habe, aber ich konnte es niemals Niruma jetzt sagen, komm, teil du doch auch diese Audiobooks, die sind so wunderbar und sehr schön geworden. Yes, and they were particularly relevant because people in America, they drive long distance commuting and they could listen to it, but that's the kind of feedback I was getting. But enough of that. I'm just giving you the idea of deception. Sometimes the deception is mediated by a perception also that
you can continue to do what you're doing, and yet have your own cake and eat it too. In other words, you can do it your way. See, that is part of the deception. It keeps you and as a relative person only. It doesn't let you rise higher. Sorry. Yeah. Go on. Ich habe euch jetzt nur so dieses Beispiel gegeben, noch kurz, es war sehr relevant für diese Menschen damals, diese Kassetten zu hören, weil sie sehr lange Strecken fahren. Aber jetzt genug davon. Es war jetzt ein Beispiel für diese Täuschung und für diese Gier. Was passiert ist, es wird dich niemals, es wird dich davon abhalten, höher zu steigen, durch dieses Gefühl von, ja, ich hab da was gemacht oder was Besonderes gemacht. But the one nice thing that happened because of those audio books and recordings is that the parayans started then. You see, it was years after that the parayans actually started, where Mahatmas would be given something to read, and then the Gnani analyzes it. See, so it was that was the beginning of the audio recordings. You see, audio books. Und was sehr schön ist, was daraus entsteht, ist im Endeffekt waren diese Parayans, in denen Mahatmas was zu lesen gegeben wurde und der Gnani das besprochen und mit ihnen analysiert hat, und das wurde aufgenommen, sodass da diese ersten Audiobücher entstanden sind, Hörbücher. Yeah. So when the Mahatma picks up the speech of the Gnani and reads it, there is... Wenn der Mahatma liest es und hört die Sprache des Gnanis dann auch. Yeah, there is very beautiful new energy that develops within, and the more he reads it, the more the I am reading goes away and is replaced by this very beautiful. That's all. Und es ist so, dass sich das in eine Richtung entwickelt hat, je mehr die Mahatmas das praktiziert haben, desto eher kam so dieses Ich lese, dieses Ich lese ist verschwunden, und was geblieben ist dieses Schöne. Now, moving from, so there is the simple hunger for pride, then there is the deceitful hunger for pride, and then there is the third one is the greedy hunger for pride. Is it a greed? Und es gibt, also so, jetzt haben wir zusammengefasst, es gibt diesen Hunger nach Stolz, nach Anerkennung, die Täuschung in Richtung Stolz oder Anerkennung, und das dritte ist jetzt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die 3D, irgendwas mit 3D, ich muss mal noch gucken, was er sagt, Entschuldigung. And that is, if you want to see the greedy hunger for pride, the greed for pride. Entschuldigung. Der gierige Hunger nach Stolz. Entschuldigung, total falsch übersetzt. The greedy hunger for pride, you don't have to look far, you just look at any politician and you know that there is greed in operation. It's very subtle greed. They'll do anything to become the Chancellor of Germany. Or you see, this is just, it's a fight, it's a constant inner fight to rise higher and higher in the eyes of more and more people. And that's all. Was diese Gier nach Stolz ist zum Beispiel jetzt sehr offensichtlich in Politikern oder so, wo wir sehen, sie wollen immer höher kommen und diese Anerkennung dann auch haben. Yeah. And okay, so yeah, and that is rare in Mahatmas. They're at the most they'll have the simple hunger or the deceitful hunger. The greed for pride is very dangerous. They will reject everything just so that they can be appreciated. See? Man kann diese Gier nach Stolz in Mahatmas nicht so wirklich finden, nicht so oft finden. Es ist eher dieser Hunger oder diese Täuschung Richtung Stolz. Diese Gier ist wirklich sehr grob und
Diese Menschen würden alles dafür tun, um diese Anerkennung zu kriegen. So the greed in essence defines that which can never be satisfied. See? The meaning of greed means that which does not have a bottom. Die Gier ist definiert als das, was niemals befriedigt werden kann, das keinen Boden hat, keinen Grund hat. So the greed, the very nature of the word greed is that if you've got 99,000, then you want to make 900, 900,000, and then 900,000 you want to make 900, so there is no end to the greed part of it. Und die Natur des Wortes Gier ist, wenn du 99.000 hast, dann willst du 900.000, und wenn du 900.000 hast, dann willst du, es geht immer weiter. We come back again to the hunger, and when we look at the hunger, the only way we can tell about the hunger is when we become separate from the hunger. See? Wir kommen jetzt wieder zurück zum Hunger, zu diesem Hunger. Die einzige Art, wie wir diesen Hunger erkennen, ist, wenn wir getrennt werden davon. And any sense that I am talking, any sense when it comes to any sense that I am talking is absolutely associated with a very subtle feeding to the hunger for pride only. See? Also jedes Gefühl oder jeder Gedanke oder jede Sicht, dass ich derjenige bin, der spricht, dass ich spreche, füttert auf eine sehr subtile Art diesen Stolz, diesen Hunger nach Stolz. You see, can you imagine the level of the awareness of the Gnani when he is absolutely not impressed with any compliments? No matter how many compliments he might get, he is not at all touched by it. He doesn't really, he is free from it because he is not doing anything. He is not in a mode where this hunger of pride is being fed, you see. Könnt ihr euch die Ebene eines Gnanis vorstellen, der egal wie viele Komplimente er kriegt und er ist überhaupt nicht davon betroffen, weil er auf keinster Weise diesen Hunger nach Stolz hat und den nicht füttert. And this is where we will all have to go. We are all slowly approaching that. If we don't do it through the knocks of the world, we do it through the inner awareness in Satsang. So there are two ways in which you get molded into the perfect one, the Vitarag. One is by the knocks of the world. Knocks, they bang you, how they make the sculptor sculpts you, the sculptor? Yeah. So the knocks of the world will knock you into shape. Or the second way is through this awareness that we are talking about in Satsang. Also es gibt zwei Arten, wie wir da hinkommen, da frei zu werden davon. Also entweder werden wir geformt durch die Schläge oder durch wie eine Skulptur behauen wird, durch diese Schläge der Welt oder durch, das war der Satsang, oder? Ja, das ist von innen. Das zweite ist von innen heraus eben Satsang. Also this, in other words, if you want to be having become the pure one, having become the blissful and the pure one, there is no other role left for any one of us except to let
Uwe, Nada, Francisca, Gabriele be knocked into shape by the unfolding evidences. That's all. Und wenn, nachdem man der Glückselige geworden ist, gibt es eigentlich nichts mehr, als dass Nada, Franziska, Gabriele in die rechte Form durch diese Schläge der Welt gebracht zu werden. Yeah, to resist the knocks is to say no. To resist the knocks is to not allow the person to really make this particular stone smooth. You see, the analogy being that of the Vitarag, the blissful one in the Prakriti. Und wenn wir uns wehren oder uns sträuben gegen diese Nein sagen, dann wehren wir uns eigentlich nur dagegen, dass wir durch diese Schläge glatt gemacht werden. So. Also dieser Vitrag, dieser frei von Anhaftung und Abscheu zu werden. So when you're with the awareness and with a very keen eye, when a sharp eye on this hunger within, on the hunger of the ego, whatever the hunger may be, all right? With an awareness of that, there is also the awareness that the Prakriti or the non-self complex may have certain areas where it simply refuses to budge. You see, it will say, nothing doing, I will not let anybody touch me here. This is my way or highway, otherwise my way only. See, that is the heavy ego now. That is no longer, there is no longer a light ego. Mit dem Gewahrsein oder mit einem sehr, sehr scharfen, wachsamen Auge auf das können wir diese Veränderung machen und wir schauen auf das Prakriti. Sorry, I lost you. Should Prakriti? So the Prakriti may have an ego that is malleable. It can be bent into shape, and it could be smoothened up. Or the Prakriti may have an ego that it will simply refuse to move. It's very sharp, and in this particular matter, it refuses to bend or refuses to allow others to smoothen it, you see. Also das Prakriti ist entweder sehr, sehr nachgiebig und lässt sich sehr leicht sozusagen glätten, um in diesem Bild zu bleiben, oder es mag sich sehr sträuben und sehr kantig sein und scharfkantig und kann nicht so leicht in Form gebracht werden. Yeah, so this, and we all have those what we call very sharp resistance points within the Prakriti, not within us, but within the Prakriti, and these need to be seen rather than anything else. See it, and the seeing part will let. This is what we talked about, the shlage or the hammering. You see, let it. In those areas, let the world mold you. Let the world mold you if you cannot remain as the aware one in the five agnas. You see. Wir alle haben diese Anteile im Prakriti, also Prakriti ist der Teil, wo diese Anteile sind, die sich nicht so leicht glätten lassen können. Wir kennen das alle und da muss es einfach die Welt übernehmen, uns durch diese Schläge in die richtige Form zu bringen. Also lass die Welt diese Schläge austeilen, um dich in diese Form zu bringen. Yeah, so the beauty of this thing is, the beauty of it all is that in both ways it is happening. We have all become the blissful one. Now the Prakriti needs to become smooth like the Lord's Prakriti, you see, smooth in every way. Wir alle sind jetzt der Glückseligen, wir alle sind in diesem Teil des Glückseligen gelangt, oder wir alle sind die Glückseligen geworden. Und jetzt muss das Prakriti, das muss geglättet werden, so glatt wie der Lord. Yeah, and it is
the beauty about the whole thing is that in both those situations, the situation of the awareness and also the situation of allowing to be molded, there is no doer. Und das Schöne an beiden Fällen, also entweder dem Gewahrsein, das Sehen, oder dass die Welt dich in Form bringt, gibt es keinen Handelnden. There is no doer needed in terms of where all of us are, really. And there is no doer when somebody like Ruediger or Uwe or Schuder really gets molded and shaped up. You see, when their pride ego arises, you see, in this church. Also es gibt keinen Handelnden in dem Sehnenzustand und es gibt auch keinen Handelnden, wenn Uwe oder Ruediger oder Schuder von der Welt so durch die Schläge in die Form gebracht werden. Yeah. And that is the beauty, you see, I mean, this awareness, this knowledge that to become the perfect one from here onwards, after the Gnani, there is nothing for you and I remaining to be done. Really, nothing left. Dada has not left no work for us to do. No work. Das ist das Schöne jetzt. Also nach dem Gnani, nachdem wir da gibt es jetzt nichts mehr für uns, das wir jetzt direkt tun müssen. So I would like for you just to talk to them for a couple of minutes. Give me a couple of minutes and I'll be back. Okay? Just needs a little break. Also Schuder möchte, dass wir jetzt, er macht kurz eine Pause. Wir sollen so lang mit euch sprechen. So and then when we come back, we will take that question of Swenja. Huh? Und danach nehmen wir die Frage von Swenja. Swenja hat eine Frage geschickt. Und das wäre ja, können wir die vorlesen gerade. Ja. Also, ich habe jetzt auch nicht zu sagen. Okay, Sie können ja mal wieder hin. Schöne Grüße aus Herrensweiler. Ich suche jetzt gerade jemand von der Svenja raus. Ich hoffe, Svenja, es ist okay für dich, wenn wir die vielleicht gerade vorlesen, weil Schuder dann darauf eingehen würde. Gerne. Geht. Gut. Genau, wir nehmen jetzt die Frage von Svenja, haben da eine E-Mail bekommen. Schuder hat eine E-Mail bekommen. Ich kann das ja schon mal vorübersetzen für euch. Das ist nämlich auf Englisch an Schuder geschrieben. Klar, gut. Da ist dann steht dann an Schuder. Ich habe eine Frage für den Satsang heute Abend, wenn es passt. Ich habe vor kurzem die Büchlein nochmal gelesen über Sorgen und auch ein paar Passagen in den letzten Dadavanis, wo es um das Thema Angst geht. Ich verstehe, dass Sorgen die missgeleitete Reidentifikation mit der Handelnde sein sind und hauptsächlich also aus dem Ego kommen. Und dieses Verständnis hat mir schon sehr viel geholfen. Es bleibt jedoch eine gewisse Unklarheit in Bezug auf das Gegenmittel, von dem Dada spricht, mit dem Prakriti zu reden. Wenn ich anfange, Swenja zu erzählen oder zu sagen, dass es nicht notwendig ist, sich Sorgen zu machen und dass nichts ihr passieren wird, dann wird sie Dinge die schon in ihrer Vergangenheit ihr passiert sind und dass niemand weiß, welche zukünftigen Schrecklichkeiten und Desaster das Javastit für sie bereit hat.
Und dann weiß ich nicht, was ich darauf sagen soll. Ich habe das Gefühl, dass es falsch ist, wenn ich ihr verspreche, dass die Mauern nicht einbrechen. Ich verstehe, dass ich als reine Seele unberührbar bin, aber weit hatte ich den Gedanken, dass das Prakriti selbst eben nicht unberührbar ist und dass ich, indem ich vom Prakriti getrennt bleibe, vom Leiden auch mich trennen kann. Aber auf welche Weise ist das Prakriti ebenfalls Gott, wie Dada sagt, du bist selbst Gott und somit auch unberührbar oder unverwundbar. Tut mir leid, wenn das vielleicht ein bisschen kryptisch klingt, aber ich wäre froh, wenn man da ein bisschen Licht drauf geben kann, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank, Jai Satchidanand Swenja. Should I just translate the email? Yes. Yes. Yeah. Good. Ruediger?